Warum sie also simple Dinge nicht mehr begreifen. Wenn man eben gewählt ist in Deutschland, muss man deutsche Politik machen und nicht wie ein Hündchen die Stiefel der USA lecken. Ich denke an Kiesewetter. Das ist für mich ein Irrer oder Halbverrückter, der also immer noch für die CDU spricht. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute schauen wir uns mal Oskar Lafontaines interessante Sichtweise auf die AfD an. Er sagt klar und deutlich, dass die AfD in erster Linie ein Problem der CDU ist. Er betont, dass Merkel gewissermaßen als Mutter der AfD angesehen werden kann und dass die CDU es versäumt hat, auf die Partei zuzugehen, als sie noch eine Professorenpartei war. Lafontaine hebt hervor, dass die AfD die anderen Parteien gezwungen hat, ihre Migrationspolitik zu überdenken und dass die CDU in einigen Bundesländern schon mit der AfD zusammenarbeitet. Das zeigt, dass die AfD trotz aller Kritik eine ganz eigene Dynamik in der deutschen Politik entfaltet hat. Er fragt sich, ob die AfD nicht auch einmal Verantwortung übernehmen sollte, wenn sie so erfolgreich ist. Das sind spannende Gedanken, die uns zum Nachdenken anregen. Bleibt dran, denn gleich gibt es noch mehr dazu. Auf geht's! Also im Grunde genommen ist die AfD ein Problem der CDU, die das versemmelt hat, von oben nach unten, von hinten nach vorne, dass die Frau Merkel gewissermaßen die Mutter der AfD ist, um das mal verkürzt zu formulieren, dürfte mittlerweile bekannt sein. Und dass die CDU es versäumt hat, die CDU es versäumt hat, auf diese Partei zuzugehen, als sie noch eine Professorenpartei waren und noch nicht also von Rechtsextremen in diesem Sinne mitbestimmt wurde, wie das heute der Fall ist. Das ist das große Problem der CDU, die sich das eben, die dafür die Verantwortung trägt. Und deswegen sind wir jetzt in der Lage, in der wir uns befinden. Also das AfD-Problem, um das deutlich zu sagen, ist in erster Linie ein Problem der CDU aus inhaltlichen Gründen. Und das sagen ja auch Frau Weidel, Herr Chrupalla und die Landeszuständigen immer wieder. Frau Weidel wirbt ja ganz massiv und intensiv um die CDU und sagt, seht endlich ein, dass ihr ohne uns nicht regieren könnt. Das ist ja deutlich schon geworden im Vorfeld der Wahl. Das muss man einfach klar sehen. Im Vorfeld der Wahl ist deutlich geworden, dass die AfD die anderen Parteien gezwungen hat, durch ihren großen Wählerzuspruch ihre Migrationspolitik deutlich zu ändern. Das hat sich ja jetzt 14 Tage vor der Wahl abgezeichnet, wie reihum Positionen kassiert worden sind, wie auch unsere Position, die wir immer vertreten. Und um es den Menschen verständlich zu machen, wir wollen wie Dänemark eine Politik machen. Und Dänemark heißt eben, wer keinen Anspruch hat, hier in Deutschland aufgenommen zu werden, in welcher Form auch immer. Das gilt dann auch für diejenigen, die eben aufgrund der Dublin-Vereinbarung keinen Anspruch haben. Die können auch nicht finanzielle Leistungen in Anspruch nehmen, auch nicht eben den deutschen Rechtsstaat in Anspruch nehmen. Diese Politik wird jetzt mehr oder weniger bei allen Parteien rauf und runter geredet und gefordert. Und da muss man eben einfach sagen, das gebietet die Fairness, da hat die AfD eben die deutsche Politik verändert. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler der AfD, um es ganz präzise zu sagen. Deswegen habe ich ja meinen Hinweis auf die CDU gegeben, die ja jetzt massivst umworben wird von der AfD und wo man auch weiß, dass die CDU ja in Thüringen schon oft gemeinsame Sachen mit der AfD gemacht hat, auch in Steuerfragen Gesetze gegen die anderen verabschiedet oder damals den Ministerpräsidenten mit der AfD gewählt haben. Das ist ja alles nichts Neues. Und in der Gemeindeebene, der Kreisebene kungeln sie auch oft zusammen. Insofern muss die CDU letztendlich diese Frage beantworten, weil sie inhaltlich der AfD am nächsten steht, mit Ausnahme der Ukraine-Politik. Ansonsten sehe ich keine großen Konflikte. Das Problem für alle ist natürlich, um das auch noch anzusprechen, dass der Politiker Höcke eben doch völkisch-nationalistisch einzuordnen ist. Und das ist ein No-Go, glaube ich, für alle anderen Parteien. Ich habe wirklich, als Herr Höcke gesagt hat, Denkmal der Schande, er hat das ja anders erklärt, aber ich weiß, ich beurteile das anders. Oder wenn er, was die Remigration angeht, von temperierten Grausamkeiten und so weiter spricht, das sind bei mir eben Grenzen, die also keiner überschreiten sollte. Warum sie also simple Dinge nicht mehr begreifen. Wenn man eben gewählt ist in Deutschland, muss man deutsche Politik machen und nicht wie ein Hündchen die Stiefel der USA lecken. Und um das noch zu sagen, die Migrationsfrage ist so entscheidend. Jetzt lasse ich mal alle anderen Dinge weg.
für die Schule. Die Deutschen waren früher immer stolz darauf, dass sie Spitzenleistungen eben in der Ausbildung hatten, in der Bildung hatten, in der Forschung hatten und so weiter. Das war schon zur Kaiserzeit so, zur Weimarer Republik und so weiter. Man muss ja nur an die Erfindungen und so weiter denken, die in Deutschland gemacht worden sind. Da waren wir alle stolz drauf. Und jetzt geht das immer weiter zurück. Warum? Das habe ich nie verstanden, schon vor 10 Jahren nicht verstanden. Der Dümmste müsste doch begreifen, dass ein Lehrer, wenn er vor 30 Kindern steht oder 20 und mehr als die Hälfte können die deutsche Sprache nicht, dass er nicht richtig unterrichten kann. Und das Problem beispielsweise ist über viele Jahre überhaupt nicht richtig gewürdigt worden, immer wieder beklagt worden, natürlich von den betroffenen Lehrerinnen und Lehrern, aber auf die hat man nicht gehört, teilweise auch von den Eltern, auf die hat man auch nicht gehört. Vielleicht begreifen Sie jetzt nur an diesem einzelnen Punkt, dass man etwas ändern muss. Und die Antwort ist doch ganz einfach. Ich bin nicht ein grundsätzlicher Gegner von Migration. Ich bin nicht ein grundsätzlicher Gegner von Zuwanderung. Das war ich nie. Aber ich war immer seit Jahrzehnten der Meinung, sie muss so gesteuert werden, dass die Gesellschaft mitkommt und dass die Institutionen mitkommen. Also Maß und Mitte, auch in der Migration. Und das war eben dann ein richtiger Dammbruch, als Frau Merkel mit ihrer CDU gesagt hat, wir schaffen das und eben Maß und Mitte verloren gingen. Ich denke an Kiesewetter. Das ist für mich ein Irrer oder Halbverrückter, der also immer noch für die CDU spricht. Er will mit deutschen Raketen, also Lieferungen an die Ukraine, damit die eben in Moskau Ministerien zerstören können. Das können ja nur Verrückte sagen, total Verrückte. Die würden uns in einen Nuklearkrieg ziehen. Nein, da gibt es ganz große Differenzen. Die Nähe, in Anführung, ist jetzt auf den Länderebenen allmählich in Gang gekommen, denn der CDU-Politiker Kretschmer hat in Sachsen schon früher gesagt, wir brauchen Friedensverhandlungen und keine Waffenlieferungen. Dafür ist er auch heftig kritisiert worden. Jetzt hat auch der Spitzenkandidat der CDU in Thüringen dasselbe erklärt vor einiger Zeit, also ungefähr dasselbe. Und auch der Spitzenkandidat der SPD, der Ministerpräsident Beutke in Brandenburg, hat auch gesagt, wir brauchen jetzt Waffenstillstand, Friedensverhandlungen. Also in dieser Frage hat sich jetzt das BSW schon ein bisschen durchgesetzt, darf man sagen, ohne den eigenen Einfluss zu überschätzen. Und dann kommt die Raketenfrage. Wer also mit Russland Frieden haben will, der kann nicht den Russen die Pistole an die Schläfe setzen. Das heißt also, Enthauptungsraketen in Deutschland stationieren. Das haben leider die Diskussionsteilnehmer in vielen Fällen noch nicht verstanden. Raketen ohne Vorwarnzeit sind das Schlimmste, was man eben, was die Bedrohung angeht, dem anderen antun kann. Wenn beispielsweise die Russen auf die Idee kämen, solche Raketen in Mexiko, Kanada oder Kuba aufzustellen, hätten wir längst Krieg, weil die USA das niemals machen würden, zulassen würden. Aber sie wollen eben so etwas in der Ukraine und dann auch in Deutschland installieren. Und deswegen müssen wir das zum Thema machen. Ist das unabdingbar? Kretschmer hat jetzt erkannt, dass seine Behauptung, die müssten stationiert mit Unterstützung, dass das ein großer Fehler war. Und er hat eben schnell jetzt die Kurve gekriegt und sagt, wir sind für eine Volksbefragung. Diese Volksbefragung, ob man die Raketen stationieren will in Deutschland, also sich dieser großen Gefahr, die immer den Menschen noch nicht bewusst ist, aussetzen will, diese Volksbefragung beantragt gerade das BSW im Deutschen Bundestag. Insofern haben wir schon in der Außenpolitik, ohne jetzt etwas zu beschönigen, ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind gegen diesen Krieg in der Ukraine und gegen diese völlig verfehlte Außenpolitik, was den Ukraine-Konflikt angeht. Und wir sind aber auch gegen den Völkermord im Gazastreifen und finden es eine Schande, dass eben nach unserer Geschichte wir eben mit Waffenlieferungen einen solchen Völkermord noch unterstützen. Und das unterscheidet uns auch von der AfD.